So, es ist wieder mal soweit. Ich bin ausgestiegen. Wir sind ein ziemlich steiles Stück hochgefahren und wollten zum Stellplatz auf dem Berg. Leider kam dann ein Graben und wir kommen doch nicht hoch. Das heißt, den ganzen Berg wieder runter. Ja, ich zeige dir das mal. Grüezi, Servus und Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Wir nehmen dich mit nach Kotor und zu atemberaubenden Stellplätzen in Montenegro. Wenn dir das Video gefällt, dann lass Liebe da, lass ein Like da, abonniere unseren Kanal und viel Spaß! Gut, also diese Übung brechen wir ab, die Straße ist versperrt. Patricia hatte Riesenfreude, wie damals auf Andorra, glaube ich. Einfach ein bisschen steiler was. Und jetzt müssen wir uns irgendwie was anderes suchen, was gar nicht so leicht ist hier in dieser Gegend. Gestern war so einer dieser Tage, wo es mühsam war mit dem Stellplatz, weil wir ja nicht auf diesen Berg hochgekommen sind. Wir sind dann auf einen super süßen Campingplatz für 15 € die Nacht gefahren. Heute Morgen war es neblig und jetzt habe ich aber nochmal auf Google Maps geguckt und wir glauben, wir haben den falschen Weg genommen. Also versuchen wir das heute einfach nochmal. So, wir sind jetzt an der Stelle, an der wir gestern abgebrochen haben und probieren das Ganze nochmal. Mal schauen, ob wir jetzt hochkommen. Also bis jetzt klappt das Ganze ganz gut. Bei den brenzligen Stellen laufe ich voraus und habe das Funkgerät dabei und so kommunizieren wir. Übrigens, das ist ganz lustig, wenn man so ein Funkgerät hat. Aktuell spricht ein Spanier. Es sind diese Stellplätze. Es sind Stellplätze wie diese, die uns so an unserem Lebensstil faszinieren. Auch in Montenegro. Wir haben hier ein Land kennengelernt, das noch ganz ursprünglich ist und uns Menschen auch in dieser Ursprünglichkeit leben lässt und sie erleben lässt. 3 Tage waren wir jetzt hier auf diesem wunderschönen Stellplatz. Ganz abgeschieden, alleine in der Natur. Nur wir, wilde Pferde, die Sterne über uns und ein grandioses Panorama. Aber jetzt soll das Wetter wechseln. Wir könnten länger bleiben, uns weiterhin satt sehen an diesen Bergen. Aber wir sind auf 2000 Metern und es soll schlechtes Wetter kommen. Also haben wir uns dazu entschieden, dieses Paradies zu verlassen, vorerst. Uns einen neueren Stellplatz zu suchen, der ein bisschen tiefer liegt. Und vielleicht können wir so den aufkommenden Sturm ein bisschen besser abwettern. Also packen wir alles zusammen, beladen uns ein Van und machen uns auf diese Reise wieder runter ins Tal. About to leave, already packing, come with me, I'm not really asking, we'll get away to a place where we don't know. About to see the world in action, what we can be, life with no distractions, we'll get away, this is what we waited for.
Dieser Traumstellplatz war übrigens im Biogradska Nationalpark und es ist wirklich traumhaft hier. Der Nationalpark ist der älteste von Montenegro und einer der ältesten von Europa. Er hat unter anderem auch den letzten verbleibenden Urwald in Europa und hier stehen sogar Bäume, die über 500 Jahre alt sind. Und es ist natürlich ein Traum zum Wandern. Also wenn du gerne wanderst hier, dann nichts viel los. Hier in Kotor ist der südlichste Fjord von Europa und natürlich können so wieder Kreuzfahrtschiffe da reinfahren. Aber wir sind kurz vor Kotor und es ist bis jetzt sind wir nur ein einziges Kreuzfahrtschiff. Also schauen wir uns diese Stadt doch einmal an. Den Van haben wir sicher geparkt. Wir bezahlen 3 € pro Stunde und er ist bewacht. Es sind aktuell 3 Kreuzfahrtschiffe hier. Wir sind gespannt, wie viele Menschen es in Kotor haben wird. Und der Parkwächter, der war super lieb. Der hat jetzt gesagt, im Sommer herrschen hier Kriegszustände, weil es einfach kein Parkplatz hier ist und zu viele Kreuzfahrtschiffe. Normalerweise 5 pro Stunde kommen wir an. Aber ich glaube, der hat übertrieben, es ist eher 5 pro Tag. Aber es sind einfach zu viele Menschen da. Never bothered about what could be coming. Every day we danced and life was smiling. We were young and drunk in love. A few years later I have started thinking, if it's just love in every glass I'm drinking. We're like one and without you I'm sinking. I'm always shining next to you. Warum Kotor so famous oder so berühmt für Katzen ist, die hatten im 16. Jahrhundert hier eine Rattenplage, ich glaube das ging mit der Pest einher. Und dann hat jemand 300 Katzen in die Stadt gebracht und die haben alle die Ratten gefressen und damit wurde die Seuche eliminiert. Sometimes clouds got in our favorite places, but we were young and unaware. Oh, I got you, there's no reason to chasing payment on my own, 'cause you're here to stay every night and day. Und was können wir zu Kotor sagen? Sehr touristisch, viele Katzen und schöne kleine Gassen. Ja, mega hübsch. Und es hat sich irgendwie in den Grenzen gehalten mit den Kreuzfahrtschiffspassagieren. Es war gar nicht so voll. Ich glaube, im Sommer ist es bestimmt anders. Aber was noch geil ist, die Leute, die wohnen hier noch in dieser Stadt. Und es gibt so diesen Mix zwischen Touri und Wohnen und Wäsche, die getrocknet wird. Also es ist echt eine Reise wert. Wir waren ja auch mit dem Wohnmobil in Dubrovnik und haben ein Video dazu gedreht. Das verlinkt hier Simon oben. Genau. Und im Vergleich zu Dubrovnik ist Kotor weniger touristisch. Wobei eben, es ist Herbst und im Sommer wahrscheinlich auch mehr touristisch. Es hat sich echt gelohnt, wieder ans Meer zu fahren. Es ist hier nämlich viel, viel wärmer und wir sind ganz in der Nähe von Kotor auf einen Berg zu einer verlassenen Kapelle da hinter mir gefahren. Und jetzt gucken wir da mal runter und ich zeige dir den schönen Ausblick. Hier in Montenegro gibt es so einen coolen, feinen, leckeren Speck am Stück und daraus lässt sich super eine Carbonara machen. Und jetzt mache ich meine weltbekannte Carbonara. Fertig, guten Appetit! Wunderschönen guten Morgen. Guten Morgen. Wir haben super geschlafen, ohne Heizung, seit langem mal wieder. Und jetzt fahren wir in einen nächsten Nationalpark. Und da soll es eine mega coole Serpentinestraße hochgehen. Und die fahren wir jetzt mal hoch. Jetzt haben wir das Rätsel gelöst. Simon war nämlich gestern spazieren mit Ari und
hat so ein großes Tier gesehen. Es war schon am Eindunkeln und so ein großes Tier und das lief dann weg oder ran weg und wir wussten nicht so recht, was es genau sein könnte. Haben mal gedacht, ein Hirsch oder ein Wildschwein und es waren Schweine. Also keine 200 Meter weiter gefahren liegt eine Schlange auf der Straße. Der Tag beginnt tierisch. Wir sind hier in einem neuen Nationalpark und mitten auf der Straße musste man pro Person 3 € Eintritt zahlen. Und hier ist so ein wunderschöner Spazierweg und da spazieren wir jetzt ein bisschen mit Ari rum. Das Coole an der Nebensaison ist, da drüben steht eine Kuh. Siehst du das? Das Coole an der Nebensaison ist, dass man solche Stellplätze mit so einem spektakulären Aussicht einfach für sich alleine hat. Auch wenn 2, 3 Leute heute hier waren, um die Aussicht zu genießen, ansonsten sind Patricia, Ari und ich ganz alleine hier. Und das lieben wir ebenfalls an Montenegro, dass das hier noch so ursprünglich ist, dass man hier einfach halt noch stehen kann, stehen darf. Fahr unbedingt mal dahin. Schau dir mal diese spektakuläre Aussicht an. Das da unten ist übrigens die kleine Privatinsel Sveti Stefan. Und ich glaube, das ist irgendwie nur noch ein Hotel und aktuell irgendwie geschlossen. Es sind auf jeden Fall alle Fensterläden dicht. Montenegro hat traumhafte Stellplätze. Man muss sie nur suchen und finden. Wir sind aktuell jetzt hier auf einem Berg und du siehst, wir müssen fliehen. Leider. Warum, weshalb und wieso, das siehst du nächste Woche. Wir sind angekommen. Genau, und wenn dir das Video gefallen hat, dann lass uns ein Like und einen Kommentar da. Abonniere unseren Kanal. Lass ganz viel Liebe da und wir fahren jetzt weiter. Tschüss.